Ja, liebe Topmotive Community, in den aktuell interessanten Zeiten wollten wir die Gelegenheit nutzen und Sie einfach darüber mal informieren, was für uns als Topmotive Gruppe diese Zeit gebracht hat. Zum einen muss man ganz klar und deutlich sagen, wie für alle anderen normal denkenden Menschen steht die Gesundheit an allererster Stelle. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter, unserer Partner, unserer Kunden und aller Familien, die damit einhergehend verbunden sind mit uns. Und als die Krise, wie man sie ja wahrlich bezeichnen kann, begonnen hat, hat das Ganze natürlich für uns auch einen extrem großen Stellenwert in der täglichen Diskussion bekommen. So eine Situation, wie wir sie heute haben, die steht in keinem Lehrbuch. Die konnte man an keiner Schule, keiner Ausbildung, keiner Universität lernen. Aus diesem Grund mussten wir nach den besten Möglichkeiten, die wir natürlich hatten, mit unseren Mitarbeitern gemeinsam die schnellsten Entscheidungen treffen, dass wir für sie, unsere Partner, unsere Kunden, für all unsere Mitarbeiter und für alle Menschen, für die wir unsere Dienste leisten, bestmöglich zur Verfügung stehen. Und nach einer gewissen Zeit können wir tatsächlich sagen, dass wir der Meinung sind, dass wir eine sehr, sehr gute Mischung gemacht haben. Und mit diesem Video wollen wir uns bei all denen bedanken, die mitgewirkt haben, dieses Ziel zu erreichen. Allen voran möchten wir jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedem einzelnen Mitarbeiter ein sehr großes Dankeschön aussprechen, die in den wahrlich extrem schweren Zeiten einen super Mix gefunden haben, uns als Unternehmen weiterzubringen. Wir möchten allen Kunden der Topmotive Gruppe danken, die in diesen schweren Zeiten mit uns gemeinsam, ja sogar an neuen Projekten gearbeitet haben, um einfach die Kurzfristigkeit der Ereignisse nicht im Fokus zu haben, sondern den langfristigen Erfolg ihrer Unternehmen zu sichten und weiter zu fördern. Und last but not least, wir möchten mit dieser Botschaft natürlich auch jedem Einzelnen, der mit uns im Umgang und hoffentlich irgendwann mal mit uns im Umgang sein wird, sei es Mitarbeiter, möglicher Kunde, Partner, Datenlieferant, auch wissen lassen, dass wir als Unternehmen stets die richtigen Prioritäten setzen: Nachhaltigkeit, Innovation und sämtliche Förderung aller Kräfte, die wir im Unternehmen mit unseren Mitarbeitern und deren Familien haben, stets mit dem Fokus, Gesundheit nach vorne zu heben und für Sie alle und für jeden Möglichen das Bestmögliche und das Gesündeste zu erreichen. Hoffentlich keiner. Auch da wieder für Sie als Partner, als Kunde. Wenn Sie es nicht gemerkt haben, dass wir flächendeckend im Mobile Work waren, dass alle unsere Kollegen nicht mehr im Büro waren, dass sie zu Hause waren, dass sie auf die Situation reagieren konnten, weil sie einen Firmenlaptop haben, weil sie Online-Telefonie haben, weil sie von überall erreichbar sind, dann hat das keine Auswirkungen. Für uns hat es eine große Auswirkung, dass wir allen Mitarbeitern, egal wie die private Situation war, anbieten konnten, erstmal die richtige Priorität, Family First, zu setzen und für Sie als Kunden quasi weiterhin den gleichbleibenden Service anbieten zu können. Da sind wir ziemlich stolz drauf, dass das super geklappt hat. Sowohl die Umfragen unter unseren Mitarbeitern beschreiben die steigende Kommunikation, die Produktivität, und das kann man auch in den Katalogsystemen sehen, welche Funktionen wir in den letzten Wochen und Monaten dort realisiert haben. Ein weiterer Punkt, wo wir ziemlich stolz drauf sind, das wollen wir nur mal rausstreichen, oder möchte ich rausstreichen, ist das Thema Wir vs. Virus, der Hackathon der Bundesregierung. Da ging es darum, eine Idee von Mitarbeitern umzusetzen, wo sie darauf hingewiesen haben, dass es keine deutschlandweite Plattform gibt, wo man als Werkstatt präsent sein kann, um als Autofahrer bzw. als Feuerwehr oder Krankenwagen zu finden, welche Werkstatt geöffnet hat. Das haben wir umgesetzt auf Initiative der Kollegen innerhalb von 72 Stunden. Sind wir super stolz drauf. Tausende Werkstätten machen dort mit. Danke an die Kollegen. Super Idee. Zu Beginn der Corona-Krise haben wir sehr schnell die Entscheidung getroffen, dass wir alle mehr oder weniger von zu Hause aus arbeiten werden. Und dem haben die Kollegen auch Folge geleistet. Und das Arbeitsleben hat sich von einem Moment auf den anderen komplett verändert. Und wir sind vor eine Herausforderung gestellt worden, die keiner von uns so in dieser Art und Weise bisher kennengelernt hat. Insofern hatten wir mehr Fragen, als wir erstmal Antworten hatten. Nur die Menschen, die in dieser Situation dann zusammen in der Arbeit waren, haben sehr, sehr schnell erkannt, das ist eine Krise, und haben sprichwörtlich in den Krisenmodus gewechselt und dort eine enorme Bereitschaft an den Tag gelegt, dass wir unsere Projekte und unsere Ziele weiterhin sehr, sehr produktiv verfolgen konnten.
dieser krasse Switch, dass wir nicht mehr ins Büro gehen, sondern von zu Hause aus arbeiten, hat uns ja vor enorme Schwierigkeiten gestellt und Fragen offen gelassen. Und wir haben mit den Teamleitern gesprochen, dass wir die Kommunikation nach oben setzen müssen. Und insofern haben die Teamleiter sehr, sehr schnell es umgesetzt, im Morgen und in den späten Nachmittagsstunden dann Dailies mit den Teams zu machen. Einfach um alles das, was an offenen Punkten da ist, sehr, sehr engmaschig zu begleiten. Weil Kommunikation ist in dieser Phase für uns das wichtigste Thema gewesen. Und auch der Vorstand hat dort in einer Form agiert, dass wirklich wöchentlich mindestens einmal eine Ansprache an das gesamte Kollegium gerichtet wurde, in Englisch und in Deutsch, damit alle eng an den Themen bleiben und sich gut informiert fühlen. Und diese Krise hat uns gezeigt, das ist das Feedback, was mich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht hat, dass diese Kommunikation auch auf einem Niveau ist, was sich oberhalb von dem befindet, was wir vor der Corona-Krise hatten. Also gibt es auch Aspekte, die wir zukünftig dort sehr, sehr gerne beibehalten wollen. Wir blicken nun schon auf mehrere Wochen der Corona-Pandemie zurück und können wirklich sagen, dass dieser Topmotive-Familienspirit uns positiv durch diese Zeit gebracht hat und auch nach wie vor bringt. Dies beinhaltet ja wirklich, dass wir die Mitarbeiter an erste Stelle packen, weil die wirklich unser Schlüssel zum Erfolg sind. So haben wir die Gesundheit an erste Stelle gepackt, flächendeckendes Homeoffice sehr frühzeitig eingeführt. Wir können glücklicherweise und auch sehr stolz verkünden, dass wir das Mittel der Kurzarbeit nicht einsetzen werden und auch nicht haben. Und ja, wir investieren weiter in die Zukunft, um wirklich diese Firma stabil auch in den nächsten Monaten, Jahren und Jahrzehnten aufzustellen. So haben wir auch in diesen Wochen Mitarbeiter eingestellt. Und ja, Online-Bewerbungsverfahren und auch Online-Einarbeitungen funktionieren. Genauso wie das flächendeckende Homeoffice, weil die Kollegen einfach alles versuchen zu geben. Und auch diese soziale Interaktion, die neben der Arbeit stattfindet, ist total toll zu erleben. Es wird zusammen Sport getrieben, es wird zusammen gekocht, es wurde auch zum Teil sich auf ein Feierabendbierchen getroffen, es wurden zusammen Computerspiele gezockt. Und klar, wir haben auch sehr viele Eltern, sehr viele Mamas und Papas bei uns, die dieser Zeit sich über fehlende soziale Kontakte wenig Sorgen machen mussten, sondern wirklich hauptsächlich an der Herausforderung, die Kinder gleichzeitig zu betreuen und gleichzeitig zu arbeiten, gewachsen sind. Und wir haben wirklich gesagt, hey, Kernarbeitszeit ist wirklich egal, versuch irgendwie deine Herausforderung unter einen Hut zu bringen. Und ja, Kinder gehören dazu. War lustig zu sehen, die Kinder da im Hintergrund und manchmal auch im Vordergrund bei den Videokonferenzen zu erleben. Ich selber hatte 2 kleine Kita-Kinder in der Zeit, mittlerweile 3, um die wirklich dann in der Zeit zu betreuen. War wirklich eine Herausforderung, aber mit dieser tollen Top-Motive-Familie im Rücken war das möglich. Also auch nochmal dafür ganz großes Dankeschön an alle Mitarbeiter und auch an alle Partner. Und ich denke, auch dieser Top-Motive Familienspirit wird uns in Zukunft zusammen stark tragen.